Ja, ich sitze hier mitten im Bad Vilbeler Wald, bewaffnet mit einer Schere, denn um mich herum ist, soweit das Auge reicht, Bärlauch. Zumindest glaube ich, dass es Bärlauch ist, weil so gut kenne ich mich damit nicht aus. Glücklicherweise sitzt Frau Ebert mir gegenüber. Hallo, Frau Ebert. Hallo. Ich komme mal etwas näher. Ja. Sie sammeln schon fleißig. Ja. Hier ist ja ein richtiger Bärlauchteppich. Ja. Sollte ich das jetzt mit meiner Schere machen oder Sie pflücken das einfach? Ne? Genau, ich knipse das ein bisschen mit den Fingern ab. Sie können aber auch die Schere nehmen. Ja. Wichtig ist nur, dass Sie nicht die ganze Pflanze abschneiden, sondern Ja. ein Blatt immer nehmen. Okay, ich könnte mir hier so ein Blättchen aussuchen und einfach mal abschneiden. Und jetzt ist es ja meistens so in der Natur, dass so ein gutes Pflänzlein auch einen bösen Zwilling hat. Ist es beim Bärlauch auch so? Muss ich hier aufpassen, was ich pflücke? Ja, wir haben verschiedene Doppelgänger. Einer davon steht direkt dort. Das ist der Aaronstab. Ja. Und in diesem Stadium ist es relativ leicht zu erkennen, weil er Flecken hat, gefleckter Ach ja, Aaronstab. okay. Aber wenn die Blätter von ihm ganz jung sind, dann haben sie tatsächlich so ein bisschen eine Form wie der Bärlauch und sind auch ohne Flecken noch. Und da kann es passieren, dass man ihn verwechselt. Okay, das heißt, man sieht hier richtig den Unterschied von der Blattunterseite auch, ne? Genau. Das ist ja deutlich erkennbar. Da kann man das sehr gut. Der Bärlauch ist immer so ein bisschen matt, grau. Ja. Und der Aaronstab hat eher eine etwas derbere und vor allem auch, ich mache mal so ein ganz kleines Stückchen ab, sehr netzartige Struktur auf der Rückseite. Sieht ja fast aus wie Adern. Und ist das dann auch wirklich giftig? Also ist das wirklich gefährlich? Ja, der ist giftig. Also er brennt wahnsinnig auf der Zunge. Ja. Das heißt, Sie werden nicht viel davon essen, aber Sie werden sich möglicherweise Ihr Essen komplett verderben damit. Okay, Ja? nee, das ist Man sollte natürlich ihn nicht essen. Und es gibt noch mehr, auf was ich aufpassen muss? Oder? Maiklöckchen ist ähnlich, hat aber immer 2 Blätter an einem Stiel. Der Bärlauch kommt immer nur mit einem Stiel, einem Blatt. Ja. Gell? Und dann haben wir noch die Herbstzeitlose, die hat tulpenähnliche Blätter. Die wächst eher so in Richtung Wiese, ne? Richtig, Ja. genau, die wächst eher in Richtung Okay, also Wiese. darauf aufpassen. Und was ist denn besonders gut an dem grünen Bärlauch? Der Bärlauch hat ganz viele tolle Inhaltsstoffe. Er hat sehr viele Vitamine. Ja. Er hat Schwefelverbindungen, Allicin, Allicin. Und die helfen uns im Frühjahr zu entgiften. Das kann eine super Frühjahrskur sein. Die regen den Stoffwechsel an, die sind gut für den Magen. Und er ist auch blutdrucksenkend durch diese Inhaltsstoffe. Also viele positive Eigenschaften. Was würden Sie damit empfehlen, zuzubereiten? Also Sie können ihn in der Küche ganz vielfältig verwenden. Am besten ist natürlich frisch, Ja. aber man kann ihn auch in die Suppe tun. Pesto kennt inzwischen jeder. Man kann eine wunderbare Bärlauchsuppe kochen. Man kann mit dem Pesto Rührei und andere Gerichte verfeinern, Gemüsegerichte. Alles Ich finde es super schön, die Knospen auch zu verwenden, weil die auch sehr gut schmecken. Ein bisschen in Butter gedünstet, ganz herrlich. Also schmecken tut der Bärlauch, gesund ist er auch. Jetzt ist die Zeit, gehen Sie in die Wälder und bedienen Sie sich, aber Vorsicht vor dem Waldboden, nicht alles zertrampeln. Auf jeden Fall nicht zu lange warten, wenn es warm wird, ist der Bärlauch um. Ne? Vielen Dank, Frau Ebert. Ich knabber noch ein bisschen.